Erinnert ihr euch noch an die frühen 90er, als tragbare Konsolen noch klobige Plastikklötze waren, aber für uns das Tor zu einer völlig neuen Welt öffneten? Plötzlich konnten wir unsere Lieblingsspiele überall hin mitnehmen, was eine neue Spielspaßdimension für uns Kids darstellte. Neben dem allseits beliebten Game Boy und dem nischigen Atari Lynx versuchte es Sega mit dem Game Gear das Monopol des Game Boys zu brechen. Mit Farbe, Sound und einer ordentlichen Portion Selbstbewusstsein. Ich habe mich erst in diesem Jahr, ganze 35 Jahre später, wirklich mit dem Game Gear auseinandergesetzt und möchte in diesem Video einen Blick zurück auf eins der spannendsten Systeme der Handheld-Geschichte werfen. Lasst uns loslegen. Viel Spaß! Kommt dir das bekannt vor? Du willst auf ein Video oder eine Website zugreifen und plötzlich heißt es, der betreffende Nutzer hat das Video nicht in deinem Land zur Verfügung gestellt. Super nervig, oder? Und wenn man auch im Internet unterwegs ist, dann wird jeder Klick, jede Bewegung von irgendwelchen Trackern getrackt und Daten preisgegeben. Und wenn man verschiedene Accounts nutzen will, ja, dann viel Spaß mit gesperrten Profilen. Aber zum Glück gibt es eine Lösung. GoLogin, der ultimative Anti-Detect-Browser, der dir deine Freiheit im Internet zurückgibt. Bei GoLogin geht es nicht nur um Datenschutz, es geht um Freiheit, Sicherheit und Kontrolle über dein Online-Erlebnis. Du bekommst uneingeschränkten Zugang zu Websites und Services weltweit, egal wo du gerade bist. Maximale Privatsphäre. Webseiten können dich nicht mehr tracken oder identifizieren. Du hast Multi-Account-Management. Schluss mit ständigem An- und Abmelden. Einfach Profile wechseln, fertig. Sicheres Arbeiten im Team? Kein Thema. Teile Profile mit Kollegen, ohne jemals Passwörter preiszugeben. Und es gibt keine IP-Bands, keine Fingerprints, du surfst quasi unsichtbar. Und obendrauf gibt es 2 GB kostenlose Residential Proxies für superschnelle, stabile Verbindungen weltweit. Wenn du also Datenschutz, Sicherheit und absolute Online-Freiheit willst, ist GoLogin das richtige Tool für dich. Teste es noch heute kostenlos. Klick einfach auf den Link in der Videobeschreibung. Ganz ehrlich, ein normales VPN oder Incognito-Tab kann da einfach nicht mithalten. GoLogin gibt dir wirklich Kontrolle für deine Arbeit, dein Business oder einfach, um endlich mal wieder in Ruhe surfen zu können. Also probier GoLogin jetzt komplett kostenlos aus und erlebe den Unterschied selbst. Den Link findest du direkt in der Videobeschreibung und natürlich als ersten Kommentar angepinnt. Hol dir also deine Freiheit im Internet zurück mit GoLogin und wir machen jetzt weiter mit dem Video. Als Nintendo im April 1989 mit dem Game Boy den Markt für mobile Spielekonsolen faktisch neu definierte, war das keine Überraschung. Vielmehr war es das logische Resultat jahrelanger Innovationszyklen im Hause Nintendo, kombiniert mit dem massiven Momentum, das das NES in den USA aufgebaut hatte. Die Überraschung bestand vielmehr darin, wie wenig vorbereitet Sega auf diesen Move reagierte. Innerhalb von nur wenigen Monaten hatte Nintendo sich mit dem Game Boy einen massiven Vorsprung im Bereich der portablen Spiele erarbeitet. Ein Markt, der bis dato fast ausschließlich von LCD-Spielchen à la Tiger Electronics dominiert worden war. Sega, ein Unternehmen, das sich traditionell eher auf Arcade-Hardware und leistungsfähige Heimkonsolen fokussierte, hatte keinen ernsthaften Handheld in Entwicklung, was zu einer hektischen Reaktion führte. Die Idee zum Game Gear wurde nämlich im späten Jahr 1989 konkretisiert, nur wenige Monate nach dem Game Boy Launch. Der interne Codename lautete Project Mercury, was sich in Segas damalige Planetennamenstrategie einreihte. Venus stand zum Beispiel für eine nie erschienene tragbare Variante des Genesis, Neptune war ein Kombigerät aus Mega Drive und 32X und Saturn, naja, den kennen wir ja. In einem Interview mit dem Entwicklerteam, veröffentlicht in der japanischen Fachzeitschrift Beep Mega Drive im Jahr 1991, beschreibt Hardware-Ingenieur Masanori Yagi die Grundidee so: Wir wollten einen Handheld, der wie eine Minikonsole funktioniert, also auf echter Heimkonsolen-Hardware basiert. Der Game Boy ist reduziert, wir wollten mehr. Sega entschied sich, den Game Gear nicht als Neuentwicklung zu designen, sondern auf dem bereits existierenden Master System aufzubauen. Der Grund? Naja, die Architektur war solide, bekannt und es existierte bereits ein umfassendes Software-Ökosystem, besonders in Europa, wo das Master System erfolgreich war. Außerdem wollte man so kostbare Zeit sparen und Nintendo schneller einholen. Der Game Boy war so dermaßen erfolgreich, dass Sega einfach so wenig Zeit wie möglich mit der Entwicklung eines Konkurrenzproduktes zubringen wollte.
Der Game Gear nutzte denselben Hauptprozessor, einen Zilog Z80 mit 3,58 MHz Taktfrequenz. Auch der Video Display Processor, kurz VDP, ist nahezu identisch, mit 16 Farben gleichzeitig aus einer Palette von 4096 im Gegensatz zu den 4 Graustufen des Game Boy. Wichtig ist, die Entscheidung machte es Sega theoretisch möglich, Master System Spiele 1:1 auf dem Game Gear zu porten oder mit einem Adapter sogar direkt abzuspielen. Die zentrale Innovation des Game Gear war jedoch sein Bildschirm, ein 3,2 Zoll großer hintergrundbeleuchteter TFT Farb-LCD, produziert unter anderem von Sharp. 160 x 144 Pixel, das war dieselbe Auflösung wie beim Game Boy, jedoch mit aktiver Hintergrundbeleuchtung, einem weiten Blickwinkel und voller Farbdarstellung. Doch der Preis dieser Entscheidung war hoch, nicht nur finanziell. In internen Berichten wurde die Displayeinheit als Powerhawk beschrieben. In Entwicklerkreisen trug sie den Spitznamen The Diva, da sie besonders anfällig für Überhitzung, Ghosting und Produktionsfehler war. Laut internen Protokollen von Sega of Japan war der Bildschirm der mit Abstand teuerste Einzelposten in der gesamten Produktion. Fast 40% der Hardwarekosten entfielen nur auf ihn. Die Hardwareleistung hatte Konsequenzen. Der Game Gear benötigte 6 Doppel-A-Batterien und selbst hochwertige Markenbatterien lieferten nur ca. 3 bis 5 Stunden Spielzeit. Zum Vergleich, der Game Boy lief mit 4 Batterien problemlos 10 bis 15 oder sogar 20 Stunden. Dieses Problem war Sega früh bewusst. Ein interner Designentwurf sah kurzfristig einen integrierten Lithium-Akku vor, verworfen aus Kostengründen. Auffällig ist, dass die Entwicklung des Game Gear von Anfang an stark auf den US- und Europamarkt zugeschnitten war. Während Nintendo seine Geräte vornehmlich in Japan konzipierte, hatte Sega mit dem Game Gear erstmals ein Produkt, das unter Federführung von Sega of America und später auch Sega of Europe entwickelt wurde, zumindest was das Design und die Marktpositionierung betraf. Der Game Gear sollte nicht nur ein Spielgerät sein, sondern ein Lifestyle-Produkt. Bunter, lauter, erwachsener. In einem Pitch-Dokument von Sega of America hieß es wörtlich: "We are not selling toys, we are selling attitude." Die Finalisierung der Hardware erfolgte im Frühjahr 1990. Die ersten Testeinheiten wurden in Japan im Juni 1990 intern verteilt, mit Fokus auf Displaystabilität und Hitzeentwicklung. Die offizielle Markteinführung in Japan erfolgte im Oktober 1990, in den USA im April 1991 und Europa folgte im Juni desselben Jahres. Der Game Gear war bereit, technisch ambitioniert, strategisch clever aufgestellt, und doch trug er bereits in seiner DNA jene Kompromisse, die ihn später das Genick brechen würden. Im Oktober 1990 war es dann soweit. Nach einer knapp 1,5-jährigen Entwicklungszeit brachte Sega den Game Gear in Japan auf den Markt. Doch ein reiner Produktlaunch war das nicht. Es war ein strategischer Frontalangriff auf Nintendo und ein Wagnis, das Sega bewusst einging, obwohl es intern erhebliche Zweifel gab. Der japanische Launch am 6. Oktober 1990 verlief jedoch verhaltener als erwartet. Sega hatte eine Anfangsproduktion von etwa 500.000 Einheiten geplant, schraubte diese aber nach Vorabtests und Marktforschung kurzfristig runter. Der Preis lag bei 19.800 Yen. Das entsprach etwa 150 US-Dollar zum damaligen Kurs. Deutlich teurer als der Game Boy, der in Japan mit etwa 12.800 Yen, also ca. 100 US-Dollar, eingeführt worden war. Sega setzte auf ein auffälliges, farbenfrohes Werbekonzept. Während Nintendo den Game Boy bewusst schlicht und funktional inszenierte, präsentierte Sega den Game Gear als technisches Luxusprodukt. Eine Strategie, die ihre Tücken hatte. Trotz aggressiver Werbung, inklusive einer berühmten Kampagne, in der der Game Gear als Real Video Game Console in Your Hands beworben wurde, blieb der Start unter den Erwartungen. Die Hauptgründe waren der zu hohe Preis, die kurze Batterielaufzeit und das schwache Line-Up, das nur aus 4 Spielen zum Launch bestand, unter anderem mit Columns und Pengo. Und das dem System beiliegende Columns war als Launch-Titel eigentlich ein Schnellschuss. Das Tetris-ähnliche Spiel war ursprünglich für den Mega Drive entwickelt worden. Da Sega der Erfolg von Tetris nicht entgangen war, entschied man sich dazu, die Entwicklung von Columns auf dem Game Gear fortzusetzen, um es jedem Gerät beizulegen. An die Klasse eines Tetris kam das Spiel aber nicht heran.
In Nordamerika sollte sich das Blatt wenden. Sega of America unter Leitung von Michael Katz und später Tom Kalinske plante eine viel aggressivere Markteinführung. Der Game Gear erschien dort im April 1991 zu einem Einführungspreis von $149,99, exakt auf Höhe des japanischen Startpreises, jedoch deutlich über dem Game Boy mit $89,99. Die Werbekampagnen waren provokant und setzten auf Vergleichswerbung, eine Praxis, die in den USA zulässig, aber in Japan und Europa unüblich war. Sega warb offen damit, dass der Game Gear Farben hatte, während der Game Boy graue Monochrombilder zeigte. Eine bemerkenswerte Strategie damals von Sega war der Einsatz von Bundling. Viele Game Gear Pakete wurden direkt mit Spielen wie Columns oder später Sonic the Hedgehog ausgeliefert, um den höheren Preis abzumildern. Europa folgte im Juni 1991 und hier hatte Sega dank des Erfolgs des Master System eine deutlich stärkere Ausgangsbasis als Nintendo. In Großbritannien etwa lag der Marktanteil des Master System Mitte 91 bei über 40%. Dennoch kämpfte der Game Gear auch hierzulande mit denselben Problemen. Es gab eine Preisempfindlichkeit in Europa, es gab immer noch den Mangel an Spielen und wenig verfügbares Zubehör zu Beginn. Und was auffällig war, während Nintendo in Europa den Game Boy konsequent in kleinen Packungen mit Tetris auslieferte, versuchte es Sega, den Game Gear mit wechselnden Bundles attraktiv zu halten, was zu teils konfusen Angebotsstrukturen führte. Und in Deutschland war der Game Gear zeitweise nur über bestimmte Versandhäuser wie Quelle oder Otto zu beziehen. Klassische Kaufhäuser wie Karstadt führten ihn erst viel später regulär. Trotz des erfolgreichen Marketingstarts konnte der Game Gear den Game Boy aber weltweit nie wirklich gefährden. Bis Ende 91 hatte Nintendo 8 Millionen Game Boys verkauft. Sega kam auf etwa 1 Million Game Gears. Ein Achtungserfolg, ja, aber weit hinter den Erwartungen. Gründe dafür waren neben Preis und Batterielaufzeit auch strategische Fehler. Es fehlten einfach die Killer-Apps. Sonic erschien erst Ende 91. Es gab auch limitierte Third-Party-Unterstützung. Viele Entwickler setzten weiterhin auf den dominanten Game Boy. Und das Zubehör und die Zusatzmodule wie der TV-Tuner oder der Master Gear Converter konnten nicht über die Basisprobleme hinweg helfen. Und Tom Kalinske beschrieb die Game Gear-Situation in einem Interview mit Retro Gamer rückblickend ganz treffend. Er sagte nämlich: "We were fighting an uphill battle. Kids loved colors, sure, but they loved Pokémon and Tetris more." Der Marktstart des Game Gear war ein mutiges Statement, ein technologischer Triumph über den Game Boy. Doch der Markt, geprägt von Preisbewusstsein, Akkulaufzeit und Content-Loyalität, bevorzugte am Ende einfachere, robustere Lösungen und damit eben Nintendo. Der Game Gear hatte das Zeug dazu, den Handheld-Markt aufzumischen. Aber in einer Branche, in der oft nicht die beste Technik, sondern die beste Kombination aus Preis, Verfügbarkeit und Software siegt, holte er letztendlich nur den zweiten Platz. Der wohl größte Trumpf des Game Gear war sein beleuchtetes Farbdisplay. Mit einer Auflösung von 160 x 144 Pixeln, also identisch zum Game Boy, aber 32 gleichzeitig dargestellten Farben aus einer Palette von 4096 Farben war der Game Gear meilenweit seiner Konkurrenz voraus. Während der monochrome Bildschirm des Game Boy oft als Matschhaufen verspottet wurde, glänzte der Game Gear damals mit hellen, satten Farben und das auch in dunklen Umgebungen dank Hintergrundbeleuchtung. Besonders Actionspiele und Plattformtitel profitierten immens von dieser Technologie. Das Display des Game Gear war übrigens eine modifizierte LCD-Variante, ursprünglich für kleine Fernseher und Camcorder-Displays entwickelt. Und wie bereits gesagt, war das System intern weitgehend ein Master System mit leicht veränderter Hardware. Dieselbe CPU, ähnliche Grafikstandards, dadurch konnten Entwickler leicht Ports ihrer Master System Spiele anpassen. Mit dem Zubehör Master Gear Converter war es sogar möglich, echte Master System Cartridges direkt auf dem Game Gear zu spielen, ein Feature, das der Game Boy nicht bieten konnte. Sega bot eine breite Palette an Zubehör an, darunter das TV-Tuner-Pack, um mobiles Fernsehen mit Antennen zu ermöglichen, der AK-Adapter, um das System im Auto zu betreiben, die Magnifier Lens, das war ein Vergrößerungsglas für das Display, es gab Linkkabel oder das Battery Pack, also quasi den aufladbaren Akku. Und besonders der TV-Tuner war ein Symbol für den technologischen Anspruch von Sega. Ein Handheld, der nicht nur spielt, sondern auch Live-Fernsehen empfängt. Ein echtes Alleinstellungsmerkmal.
Aber es gab auch Nachteile. Der größte Kritikpunkt am Game Gear war seine extrem kurze Akkulaufzeit. 6 Doppel-A-Batterien hielten je nach Nutzung gerade einmal 3 bis 5 Stunden durch. Wer seinen Game Gear mit auf eine längere Reise nahm, musste entweder ein ganzes Arsenal an Ersatzbatterien einpacken oder auf teure Akkulösungen hoffen, die oft eigene Probleme mit sich brachten. Das System war deutlich größer und schwerer als der Game Boy. Es war 21 cm breit, 11,3 cm hoch und 38 mm tief und wog mit Batterien stolze 400 Gramm und damit deutlich schwerer als der Game Boy. Es war damit kaum als Hosentaschen-Handheld zu bezeichnen. Es passte allenfalls in große Jackentaschen oder Rucksäcke. Zwar verfügte der Game Gear über rund 300 Spiele weltweit, doch viele davon waren Master System Ports oder lizenzierte Standardware. Sega versuchte wiederholt, Sonic als Zugpferd zu etablieren, doch der erste Game Gear Sonic erschien erst im Dezember 91. Im Gegensatz dazu hatte der Game Boy exklusive Hits wie Tetris, Super Mario Land oder später Pokémon, die systemverkaufsentscheidend wurden. Viele erste Game Gear Modelle litten zudem unter technischen Problemen. So gab es defekte Kondensatoren, die zu Displayausfällen führen konnten und auch zu Tonproblemen, sodass der Ton dumpfer oder verzerrter wurde, da auch hier schwache Audiokondensatoren verbaut wurden. Außerdem gab es Wärmeentwicklung. Gerade bei längeren Spielen konnte das Gerät recht heiß werden. Die Reparatur dieser Defekte ist heute ein eigener Hobbybereich unter Retro-Technik-Fans. Das sogenannte Recapping ist fast Pflicht bei Originalgeräten. Trotz dieser Nachteile zeigte der Game Gear, was sein Gaming-Handheld Anfang der 90er schon leisten konnte. Aber er zeigte auch, wie entscheidend praktische Alltagstauglichkeit und großartige Spielebibliotheken damals schon waren. Im Handheld-Sektor triumphiert letztlich nicht der Bessere auf dem Papier, sondern der Klügere am Markt, und das war damals einfach Nintendo. Trotz seines technischen Vorsprungs und der gewaltigen Anfangseuphorie begann der Stern des Sega Game Gear relativ schnell zu sinken. Sein Niedergang war jedoch weniger das Resultat eines plötzlichen Absturzes, sondern vielmehr eine schleichende, fast tragische Vernachlässigung durch seinen eigenen Hersteller. Als der Game Gear 1990 in Japan und 1991 international erschien, setzte Sega große Hoffnungen in das Gerät. Es war der direkte Angriff auf den übermächtigen Game Boy, hatte hochwertige Technik als Alleinstellungsmerkmal und die Cross-Promotion mit erfolgreichen Franchises wie Sonic, Shinobi oder Columns. In den ersten Jahren lief der Game Gear respektabel. Vor allem in Nordamerika und Europa konnte Sega durch starke Werbung und einige exklusive Spiele beachtliche Marktanteile gewinnen. Doch schon ab 1993 begannen sich die Prioritäten bei Sega zu verschieben und der Game Gear geriet zunehmend ins Hintertreffen. Der Mega Drive und seine Erweiterungen wie das Mega CD oder der 32X verschlangen enorme Ressourcen. Der Sega Saturn, in Japan bereits für einen frühen Release im Jahr 94 geplant, wurde zum Hauptfokus der Firmenstrategie und Handhelds galten intern zunehmend als Nebenprodukt, ein Bereich, den Nintendo ohnehin dominierte und den Sega offenbar nicht mehr wirklich aktiv bekämpfen wollte. Das Ergebnis, der Game Gear erhielt immer weniger exklusive Spiele. Viele Releases waren einfache Ports von Master System Spielen oder Drittanbietertitel ohne große Produktionsqualität. Selbst Sega Japan veröffentlichte ab Mitte 94 nur noch vereinzelt neue Titel für den Game Gear, während in Europa und Nordamerika die Unterstützung ebenfalls rapide zurückging. Anders als Nintendo, die den Game Boy über Jahre hinweg durch Franchises wie Pokémon am Leben hielten, unternahm Sega kaum Anstrengungen, den Game Gear neu zu positionieren oder durch Software-Innovationen zu revitalisieren. Es gab keine nennenswerte Preissenkung, um gegen den billigen Game Boy anzutreten. Es gab keine massiven Neuentwicklungen oder Slim-Versionen des Systems und es gab auch keine großen Exklusivtitel mehr nach 1994. Stattdessen versank der Game Gear langsam im Regalstaub, bis er 1997 offiziell eingestellt wurde. Über seine komplette Lebensdauer hinweg verkaufte Sega rund 10,62 Millionen Einheiten des Sega Game Gear weltweit. Und zum Vergleich, der Nintendo Game Boy verkaufte sich in derselben Ära mehr als 118 Millionen Mal. Was die Software betrifft, wurden für den Game Gear insgesamt etwa 384 Spiele veröffentlicht, eine solide Zahl, die jedoch deutlich hinter den Tausenden von Titeln des Game Boy-Ökosystems zurückblieb. Die Lebensspanne des Systems erstreckte sich von Oktober 1990 bis etwa Frühjahr 1997, als der Support in allen wichtigen Märkten endgültig eingestellt wurde, also etwa 6,5 Jahre.
Der Game Gear scheiterte nicht wegen seiner Technik, sondern weil Sega ihm den Rücken kehrte, als die Konkurrenz stärker und das Umfeld rauer wurden. Statt den Handheld als eigenes Standbein zu entwickeln, betrachtete Sega ihn lediglich als Erweiterung seines Konsolenökosystems, und als dieses ins Wanken geriet, fiel auch der Sega Game Gear. Dennoch bleibt er bis heute ein faszinierendes Kapitel in der Geschichte des mobilen Gamings und ein Mahnmal dafür, was passiert, wenn Innovation ohne nachhaltige Unterstützung bleibt. Trotz seines überschaubaren Lebenszyklus hat der Game Gear eine Reihe an wirklich herausragenden Spielen hervorgebracht. Titel, die das technische Potenzial des Handhelds ausreizten und in Erinnerung geblieben sind. Insgesamt erschienen über 300 Spiele für das System, habt ihr ja vorhin gesehen. Wobei viele davon direkte Master System Ports waren, aber es gab auch genug eigenständige Entwicklungen, die das Potenzial des Game Gear offenbarten. Einige dieser Perlen möchte ich euch jetzt ins Gedächtnis holen. Da wäre zum Beispiel Sonic the Hedgehog. Ein ikonischer Name, ein legendärer Auftritt. Das erste Sonic the Hedgehog auf dem Game Gear wurde nicht etwa direkt von Sega selbst entwickelt, sondern vom britischen Studio Ancient unter Leitung von Yuzo Koshiro, besser bekannt als Komponist von Streets of Rage. Anders als die Mega Drive-Variante war dieses Sonic keine simple Portierung, sondern eine eigenständige Interpretation mit etwas kleineren Levels, dafür einem höheren Schwierigkeitsgrad und mehr Fokus auf präzisen Sprungpassagen. Besonders hervorzuheben ist die liebevoll gestaltete Grafik, die das Farbdisplay des Game Gear voll ausnutzte. Das erste Sonic für den Game Gear verkaufte sich weltweit über 1,5 Millionen Mal und war lange der meistverkaufte Titel auf der Plattform. Ein echter Geheimtipp und heute eins der gesuchtesten Module ist Shining Force The Sword of Haya. Es brachte rundenbasierte Strategie auf den Game Gear und das auf einem Niveau, das viele Konsolen-RPGs dieser Zeit alt aussehen ließ. Das Spiel bietet umfangreiche Party-Management-Optionen, eine tiefe Story mit über 20 Charakteren und anspruchsvolle Taktikgefechte. Und besonders beeindruckend ist, trotz Handheld-Format und Speicherplatzlimitierung bewahrt es die epische Größe seines Mega Drive-Bruders. Ursprünglich sollte das Spiel auch in Europa erscheinen, geplante PAL-Versionen wurden aber in letzter Minute gecancelt. Mit Game Gear Shinobi schuf Sega eine ihrer besten Action-Plattform-Erfahrungen exklusiv für den Game Gear. Man startet als roter Ninja Joe Musashi und rettet im Spielverlauf 4 weitere Ninjas, die jeweils eigene Spezialfähigkeiten besitzen. Eine Mechanik, die heute fast Metroidvania-artig wirkt. Spielerisch war Game Gear Shinobi anspruchsvoll, fordernd, manchmal sogar gnadenlos schwer. Ein echter Test für geduldige Spieler. In Japan wurde Game Gear Shinobi als Teil einer erwachsenen Handheld-Offensive beworben, inklusive Werbung, die sich explizit an Core-Gamer richtete. Der Game Gear bekam zwar nie ein offizielles Castlevania, aber Master of Darkness war Segas Antwort. Im viktorianischen London spielte man sich durch eine mystische Story um Dracula und Jack the Ripper. Dabei bot das Gameplay die bekannte Seitenansicht, knifflige Plattformpassagen und Nahkämpfe mit Schwertern, Pistolen und Hämmern. Grafisch war es eine absolute Demonstration von dem, was auf dem kleinen Screen möglich war, inklusive atmosphärischer Leveldesigns und einem düsteren Soundtrack. Das Spiel erschien auch für das Master System, allerdings ist die Game Gear Variante grafisch und musikalisch wirklich überlegen und sollte mal von euch gespielt werden. Kommen wir zu Ristar oder Ristar. Ristar war ursprünglich als eine Art Nachfolger zu Sonic gedacht, entwickelt vom Sonic-Team selbst, die sich kreativ austoben wollten. Das Spiel stammt aus den späten Jahren des Game Gear und basiert auf der Mega Drive-Variante, allerdings komplett neu designt. Besonders auffällig waren die wunderschönen Animationen und die innovative Mechanik, Gegner mit ausfahrbaren Armen zu greifen und zu schleudern. Ristar war ein Meisterwerk in Sachen Levelarchitektur und kreativer Spielmechanik und wurde damals leider viel zu wenig beachtet. In einer Zeit, in der Fantasy-RPGs fast ausschließlich auf westlichen Mythen basierten, wagte Defenders of Oasis einen völlig anderen Ansatz. Inspiriert von Geschichten aus Tausend und einer Nacht entführt das Spiel die Spieler in eine arabisch geprägte Welt voller Flaschengeister, fliegender Teppiche und Wüstenreiche. Mit klassischem rundenbasierten Kämpfen, einem atmosphärischen Soundtrack und einer stimmungsvollen Story gilt Defenders of Oasis bis heute als eins der ambitioniertesten und liebevollsten Rollenspiele auf dem Game Gear.
Sonic Chaos war mehr als nur ein reines Sonic-Spiel. Es war das erste Abenteuer auf dem Game Gear, in dem Spieler zwischen Sonic und Tails wählen konnten, jeder mit eigenen Fähigkeiten. Das Spiel bot schnellere Level, neue Power-Ups wie den Rocket Sneaker und brillierte mit butterweichen Animationen, perfekt auf den Game Gear zugeschnitten. Und besonders bemerkenswert ist, die Entwickler optimierten die Engine sogar für die mobile Plattform, um ein noch flüssigeres Erlebnis als in den früheren Titeln zu bieten. Power Strike 2 setzte Maßstäbe im Bereich des Shoot'em-Ups auf dem Handheld. Mit wahnwitziger Grafikpracht, butterweichem Scrolling und bildschirmfüllender Action zeigt das Spiel, was technisch aus dem Game Gear herauszuholen war. Ein komplexes Power-Up-System, vielfältige Waffenoptionen und fordernde Bosskämpfe machten Power Strike 2 zu einem der besten und am höchsten bewerteten Vertical-Shooter seiner Generation. X-Battler: A Legend of Golden Axe brachte die düstere Fantasy-Welt von Golden Axe auf eine ganz neue Ebene. Statt klassischem Hack-and-Slay bot das Spiel eine Mischung aus Top-Down-Exploration, Side-Scrolling-Actionkämpfen und leichten RPG-Elementen. Als X-Battler durchstreift man ein vom Bösen überranntes Land, um die legendäre goldene Axt zurückzuerobern, inklusive Zaubersprüchen, Auflevel-System und herausfordernden Bossgegnern. Ein echtes Highlight für Handheld-Action-RPGs. In The Lucky Dime Caper starring Donald Duck werden Donald Ducks Neffen Tick, Trick und Track von der bösen Hexe Gandel Gaukelei entführt und Donald macht sich auf eine farbenfrohe Rettungsmission. Das Spiel überzeugt durch geschmeidiges Jump-and-Run-Gameplay, cleveres Leveldesign in 7 abwechslungsreichen Welten und eine extrem liebevolle grafische Präsentation, die Disneys Qualitätssiegel würdig war. Bis heute, finde ich, ist das eins der charmantesten Game Gear-Spiele überhaupt. Mit Tails Adventure bekam Sonics treuer Sidekick endlich seinen ersten großen Solo-Auftritt und der unterschied sich radikal vom typischen Tempo der Sonic-Reihe. Statt rasantem Speed bot das Spiel gemächliche Erkundung, Rätsel, Item-Management und sogar leichte Metroidvania-Elemente. Tails sammelte verschiedene Gadgets wie Bomben, Greifhaken oder Minen, um neue Bereiche freizulegen. Besonders beeindruckend, das Spiel setzte auf eine große zusammenhängende Welt, eine Seltenheit auf dem Game Gear, und verlangte echtes taktisches Vorausplanen. Tails Adventure zählt heute zu den ambitioniertesten und ungewöhnlichsten Game Gear Titeln überhaupt. Und last but not least möchte ich über die Illusion-Trilogie auf dem Game Gear sprechen. Castle of Illusion war ein frühes Meisterstück auf dem Game Gear und eine exzellente Adaption des gleichnamigen Mega Drive-Klassikers. Mickey kämpfte sich durch Zauberwälder, Lebkuchenhäuser und Spielzeugschlösser, um Minnie vor der bösen Hexe Miserabelle zu retten. Die Game Gear-Variante zeichnete sich durch straffere Level, leicht verändertes Gameplay und liebevoll gestaltete Animationen aus. Perfekt auf dem kleinen Bildschirm angepasst, ohne den Charme der Vorlage zu verlieren. Land of Illusion baute auf dem Erfolg von Castle of Illusion auf, ging aber deutlich weiter. Das Spiel kombinierte klassisches Jump-and-Run-Gameplay mit leichten RPG-Elementen. Mickey sammelte neue Fähigkeiten, die ihm Zugang zu früher unerreichbaren Gebieten ermöglichten. Die Level waren größer, die Gegner intelligenter, die Story etwas emotionaler. Viele Retro-Fans halten Land of Illusion für eins der besten Handheld-Jump-and-Runs überhaupt. Der Abschluss der Illusion-Trilogie auf dem Game Gear hieß Legend of Illusion. Hier übernahm Mickey die Rolle eines tapferen Wachmanns, der sich auf eine Heldenreise begab, um sein Königreich vor der Dunkelheit zu retten. Mechanisch näher an Land of Illusion, aber mit noch stärkerem Fokus auf Story und Charakterentwicklung. Ein ungewöhnlich narrativ getriebenes Spiel für diese Ära. Es war eins der letzten First-Party-Spiele für den Game Gear und wurde bis heute nie offiziell neu auferlegt. Heute, 35 Jahre nach Release, blickt man auf den Game Gear mit anderen Augen, wie ich finde. Was einst als Stromfresser und unterlegener Handheld galt, wird inzwischen als ein mutiges, visionäres Produkt gefeiert. Eins, das seiner Zeit in vielerlei Hinsicht voraus war. In der Retro-Gaming-Community genießt der Game Gear heute einen Kultstatus. Nicht unbedingt wegen seiner Verkaufszahlen, die blieben zeitlebens hinter den Erwartungen zurück, sondern wegen seiner Pionierarbeit im mobilen Gaming. Es war eben ein Gerät mit Farbdisplay in Zeiten von Monochrom-Screens. Es gab Stereo-Sounds direkt aus dem Gerät und ein ergonomisches Design, das moderne Handhelds wie die Switch Lite vorwegnahm. Der Game Gear wird heute oft als das Premium-Handheld der frühen 90er betrachtet. Ein Gerät für Enthusiasten, für Spieler, die mehr wollten als nur Pixelfiguren auf grauen Bildschirmen. Heute lebt der Game Gear weiter durch eine aktive Modding- und Restaurationsszene.
Ein leidiges Thema alter Game Gear-Geräte sind nämlich die Kondensatoren, habe ich ja vorhin schon angesprochen. Viele Originalgeräte litten unter auslaufenden Elcos, was zu Bildfehlern, schwachem Ton oder kompletten Ausfällen führte. Die Lösung heißt natürlich Recapping. Dabei werden alle problematischen Kondensatoren durch moderne, langlebige Bauteile ersetzt, oft in besserer Qualität als ab Werk. Ein frisch recappter Game Gear läuft heute wieder wie neu und verlängert seine Lebensdauer um weitere Jahrzehnte. Eine absolute Revolution sind moderne Display-Mods, hochauflösende IPS- oder TFT-Bildschirme, die brillante Farben und eine gestochen scharfe Grafik bieten. Und all das bei energiesparendem Betrieb. Es gibt sogar optionale Scanline-Filter für Retro-Enthusiasten. Mit diesen Umbauten sieht der Game Gear besser aus als je zuvor. Klassiker wie Sonic Chaos oder Shining Force wirken plötzlich so frisch, als wären sie gerade erst erschienen. Und es gibt auch weitere Upgrades. Es gibt USB-C-Ladeports für zeitgemäßes Laden. Es gibt Akku-Umbauten, um bis zu 10 Stunden Spielzeit rauszuholen und FM-Tuner-Reaktivierungen bei früheren Modellen. Genial ist auch das Game Gear EverDrive X7 von Krix. Via SD-Karte lassen sich hier alle Game Gear-Spiele ablegen und bequem auf dem Handheld starten und schont gleichzeitig seine teuren Originalmodule. Mit all diesen Mods und Upgrades wird der Game Gear heute zu einem modernen Retro-Handheld, der sich perfekt in aktuelle Gaming-Setups einfügt und dabei seinen einzigartigen Charakter bewahrt. Vorausgesetzt, man kann sich weiterhin mit der einfachen Pixel-Grafik anfreunden. Aber ja, damit wäre ich am Ende meiner kleinen Retrospektive angekommen. Der Game Gear war nie der Marktführer, aber er war ein Statement. Ein Statement für technologische Innovation, für Mut zum Risiko, für eine Vision von portabler Unterhaltung, die mehr wollte als nur unterwegs spielen. In einer Welt, in der wir heute auf OLED-Switches und Steam Decks blicken, wird klar, der Game Gear war vielleicht nicht der erfolgreichste, aber er war einer der wichtigsten Meilensteine im mobilen Gaming. Und vielleicht ist das die schönste Erkenntnis zum 35. Jubiläum, dass auch gescheiterte Träume ihre eigene Art von Triumph sein können, wenn sie den Mut hatten, mehr zu wollen als einfach nur zu bestehen. Schreibt mir doch in die Kommentare, welche Erinnerungen und Erfahrungen ihr mit dem Game Gear verbindet und was eure Lieblingsspiele auf dem Gerät sind. Ich für meinen Teil habe 35 Jahre nach Release eine Menge Spaß mit dem Gerät, nicht zuletzt dank dem Display-Mod und dem EverDrive von Krix. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like und ein Abo, falls ihr meinen Kanal nicht schon abonniert habt. Danke fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal hier auf Spielewelten. Adios, euer Andi.